Hallo Freunde! Die Stadt war ein Friedhof aus zerbrochenem Beton und zerbrochenem Metall. Das Erdbeben hat Häuser, Träume und Leben in Sekundenschnelle verschlungen. Jetzt füllten nur die gedämpften Schreie der Überlebenden und das weite Heulen der Sirenen die Luft. Zwischen den Trümmern standen unbeweglich zwei Figuren, unbemerkt, vergessen. Eine graue Katze mit staubverwehrtem Fell und ein zitternder Golden Retriever mit weit aufgerissenen Augen vor Entsetzen. Sie gehörten nicht zueinander. Und doch waren sie hier nebeneinander, als ob die Erde selbst sie in den Weg des anderen geschoben hätte. Der Hund jammerte, ihr Körper zitterte. Er lief mehrere Stunden, seine Pfoten waren im Blut, er bellte zu einer Familie, die nie antwortete. Die Katze beobachtete ihn still. Dann trat er mit ruhiger Entschlossenheit vorwärts und drückte seinen kleinen Körper an das Bein des Hundes. Der Retriever schüttelte vor Schrecken. Aber die Katze ist nicht gegangen. Stattdessen hob er seine Pfote hoch und berührte sanft die Schnauze des Hundes, als ob er sagte, Stern, du bist nicht allein. Stern, etwas im Inneren des Hundes ist kaputt. Es brach ein gequetschtes Schluchzen aus, und es brach zusammen und stürzte in die Trümmer. Die Katze kuschelte sich leise an ihn, schnurrte leise, seine Wärme war ein zerbrechliches Schild vor kalter Verzweiflung um sie herum. Die Stunden vergingen. In der Ferne riefen die Retter, ihre Taschenlampen schnitten den Staub durch. Dann blitzte ein Lichtstrahl über die beiden Tiere. Die Frau mit dem roten Helm ist eingefroren. Mon Dieu, Stern, flüsterte sie. Dort, inmitten der Ruinen, lagen ein Hund und eine Katze und umarmten sich wie die letzten Überlebenden von einem versunkenen Schiff. Der Hund hob den Kopf schwach an, aber die Katze bewegte sich nicht. Er schnurrte immer noch, hielt immer noch fest, obwohl sein eigener Atem oberflächlich wurde. Die Rettungskräfte eilten voran. Der Hund war zu schwach, um sich zu wehren, als er auf eine Trage getragen wurde. Aber als sie nach der Katze griffen, gab er ein intermittierendes Heulen aus und versuchte, ihm zu folgen. Die Frau zögerte und nahm dann vorsichtig den kleinen, schlaffen Körper auf ihre Hände. Non, mon petit Stern, murmelte sie. Du gehst auch, Stern. In einem medizinischen Zelt kämpfte der Hund mit Erschöpfung, seine Augen blieben verzweifelt, bis sie an einer Katze anhielten, die jetzt in eine Decke neben ihm gewickelt war. Der Tierarzt überprüfte den Puls und seufzte dann, es ist ein Wunder. Dieses Baby hat ihm das Leben gerettet, die Körperwärme, das Schnurren, hat ihn wahrscheinlich nicht in einen Schock versetzt, Stern. Der Hund jammerte und schnüffelte an dem unbeweglichen Körper der Katze. Und dann eine winzige Schwanzbewegung. Das langsame Blinken der goldenen Augen. Die Katze war am Leben.